Moin zusammen. Der Monat Februar ist nun vorbei und damit wird es auch wieder Zeit für ein weiteres Depot-Update hier auf meinem Kanal. Wir werden heute einen Blick auf die neuesten Käufe und Verkäufe aus meinem Aktiendepot werfen, wie sich das Depot im letzten Monat entwickelt hat und was denn so alles passiert ist. Viel Spaß mit dem Video. Eine kurze Info vorab für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Niklas, ich bin 22 Jahre alt und arbeite als Softwareentwickler. Seit nun knapp 2,5 Jahren lege ich aktiv mein Geld am Kapitalmarkt an. Auf diesem YouTube-Kanal bekommt ihr regelmäßig Updates zu meinem Depot. Also, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Starten wir damit jetzt auch direkt rein ins Video. Wie auch schon in den Monaten zuvor sind die Aktienmärkte auch in diesem immer weiter gestiegen. Genauso sah es auch in meinem Depot aus. Die Monatsperformance lag bei 1,01%, was 483,33 € entspricht. Damit liegt mein Aktiendepot am 1.3.2025 bei 48.531 €. Doch trotz dieses weiteren starken Monats sollte man immer noch rational auf die Märkte blicken. Denn die aktuellen Bewertungsniveaus sind immer noch historisch hoch. Das PE-Ratio des S&P 500 liegt aktuell bei rund 29,2, was historisch gesehen extrem hoch ist und in der Vergangenheit immer wieder zu Krisen und Börsencrashs geführt hat. Und genau deswegen sollte man sich vielleicht auch aktuell überlegen, ob man nicht ein paar Chips vom Tisch nimmt und sein Exposure im amerikanischen Aktienmarkt reduziert. Denn die Bewertungen sind global vielleicht nicht ganz so extrem wie aktuell im amerikanischen Markt. Deswegen ist eine Umschichtung in andere Märkte vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt als sinnvoll zu betrachten. Gehen wir damit aber auch direkt weiter zu meiner Cash-Reserve im Aktiendepot. Meine Cash-Reserve beträgt am 1.3.2025 rund 17.832 €, was einer Cash-Quote von 26,87% im Verhältnis zum Aktiendepot entspricht. Wenn man jetzt im Anschluss die Cash-Position und den Wert der Aktien zusammenrechnet, kommt man am 1.3.2025 auf ein Gesamtvermögen von 66.363 €. Von diesen 66.363 € sind 6.431 € unrealisierte Kursgewinne. 3.838 € realisierte Kursgewinne. Zudem habe ich Dividenden in Höhe von 615,88 € über die Gesamtlaufzeit erhalten und mein interner Zinsfuß liegt aktuell bei 17,35%. An dieser Stelle knüpfen wir auch dann direkt bei den Dividenden und Zinserträgen aus dem Monat Februar an. Die Dividenden im Monat Februar beliefen sich auf 17,39 €. Dabei waren ASML und CVS Health die mit Abstand besten Dividendenzahler. Meine aktuelle monatliche Durchschnittsdividendenrendite aus den letzten 12 Monaten beträgt 32,85 €. Damit ist der Monat Februar auf das Gesamtjahr gesehen einer der schwächsten Monate. Zu den erhaltenen Dividenden kommen aber noch Zinsen aus dem Monat Februar in Höhe von 32,99 € hinzu. Diese berechnen sich aufgrund eines Durchschnittssaldos von 15.434,26 € und einem aktuellen Zinssatz von 2,75%. Der Zinssatz entspricht dem weitergegebenen Einlagenzins der EZB. Somit beträgt das monatliche Gesamteinkommen aus Dividenden und Zinserträgen immer noch 50,38 €, trotz der schlechten Dividendenrendite. Damit genug. Werfen wir in folgendem jetzt einmal einen Blick auf meine Käufe und Verkäufe aus dem Monat Februar. Im Monat Februar habe ich die folgenden Aktien entweder neu in mein Portfolio aufgenommen oder meine aktuelle Position weiter aufgestockt. Novo Nordisk, Constellation Brands, Comcast, Mondelez, PepsiCo und Regeneron Pharmaceuticals. Wenn ihr mehr zu den Unternehmen erfahren wollt und meinen Thesen, warum ich in sie investiert habe, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Dann werde ich nochmal ein separates Video zu allen oder den Unternehmen, die ihr euch wünscht, machen. Das war es aber noch nicht bezüglich der Käufe aus dem Monat Februar. Wie sonst auch schon immer, habe ich weiterhin meinen Sparplan ausführen lassen. Hierbei investiere ich im Verhältnis 70:30, 500 € in die beiden ETFs Core MSCI World und Core MSCI Emerging Markets EMI. Dieses Geld möchte ich extrem langfristig anlegen als Absicherung für die Rente, da man sich auf das Rentensystem nicht unbedingt verlassen kann. Und damit machen wir jetzt weiter mit den Verkäufen aus dem Monat Februar. Verkauft habe ich zum einen die Aktie Coca-Cola. Das erfolgte daraus, dass die Bewertungen auf aktuell hohen Niveaus tendieren und ich die Kursgewinne aus der letzten Rallye mitnehmen wollte. Als zweites habe ich noch das Unternehmen Alibaba verkauft. Das beruht ebenfalls darauf, auf den hohen Bewertungen bzw. auf den höheren Bewertungen im Vergleich zu den letzten 3 Jahren und den Kursgewinn, die ich realisieren wollte. Da ich den aktuellen Hype rund um das Thema KI und die damit zusammenhängenden Kursanstiege und Gewinnerwartungen nicht unbedingt als rational betrachte. Viel mehr ist an der Stelle in meinem Aktiendepot in diesem Monat auch nicht passiert. Werfen wir damit jetzt noch einen Blick auf die Allokation meines Portfolios. Ich bin zum aktuellen Zeitpunkt zu 63,5% in Aktien investiert und zu 36,5% in ETFs. Bei der Branchengewichtung liegt IT mit 20,8% vorne, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgütern mit 19,33%,
dem Finanzwesen mit 13,8%, dem Gesundheitswesen mit 11,18% und den Basiskonsumgütern mit 10,57%. Bei der Regionalgewichtung ist Amerika weiterhin am stärksten vertreten mit 84,86%, gefolgt von Asien mit 17,11% und Europa mit 15,03%. Alles Weitere hat kaum einen Einfluss und ist so gering, dass es nicht erwähnenswert ist. Wer mich nun schon etwas länger kennt, weiß aber auch, dass noch eine Assetklasse fehlt, und zwar die Kryptowährung. Bei den Kryptowährungen ist in diesem Monat auch am meisten passiert, aber nicht unbedingt in erfreulicher Art und Weise. Denn Bybit wurde gehackt und es wurde Ethereum in Wert von etwa 1,5 Milliarden Dollar geklaut. Das sorgte infolgedessen dafür, dass die Kurse immens eingebrochen sind. Meine Monatsperformance lag in meinem einen Depot bei rund minus 20% bzw. minus 848 Euro und in meinem anderen Depot bei minus 23%, was minus 345 Euro entspricht. Da kristallisiert sich aber auch nochmal extrem heraus, wie wichtig es ist, ein Cold Wallet zu besitzen, um sich vor genau solchen Angriffen zu schützen. Diese $50 Investment können am Ende dafür sorgen, dass das Gesamtvermögen nicht von heute auf morgen komplett verschwindet. Aber trotzdem habe ich mich nicht abschrecken lassen und weiter meinen Sparplan ausgeführt, in Höhe von 175 Euro. Dabei investiere ich monatlich 100 Euro in Bitcoin, 50 Euro in Ethereum und 25 Euro in Solana, also mehr oder weniger in die 3 größten Coins. Wenn man nun die beiden Wallets zusammenzieht, kommt man auf ein Gesamtkryptovermögen von 4.545 Euro. Addiert man jetzt zu diesem Krypto-Gesamtvermögen noch die 66.363 Euro, kommt man auf ein Gesamtvermögen am 1.3.2025 von 70.908 Euro. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.